Hey Leute und willkommen zu unserem neuen Trip Report. Heute geht es mit der Swiss in der Economy nach Zürich und das von unserer Homebase Hannover. Dann geht es weiter mit Edelweiss in der Economy von Zürich nach Las Palmas. Viel Spaß! Ja, wie Dominik schon gesagt hat, ist es unsere Homebase. Deswegen kennen wir uns hier recht gut aus und wir begeben uns erstmal jetzt zur Lounge. Wir haben noch ungefähr 2 Stunden Zeit. Ich weiß, wir sind viel zu früh dran, obwohl wir ja hier wohnen. Aber egal, wir wollen uns noch ein bisschen hinsetzen, ein bisschen schreiben, ein bisschen schauen. Und dann geht's los mit der Swiss im A320. Aber ihr seht schon im Hintergrund, Dominik hat mal wieder zu viel eingepackt, besonders eine Flüssigkeit, die muss extra kontrolliert werden. So ist es. Ja, meine Tasche wollte er unbedingt haben, die aus Sydney. Aber nein, die bleibt bei mir. Okay, dann geht's los. Normalerweise kann man natürlich nicht als Eco-Gast in die Lounge gehen, aber das habe ich im letzten Video schon erklärt. Wir sind bei SAS Gold, das ist dasselbe wie bei Lufthansa Gold, Senator, und damit kann man vor jedem Flug, auch bei Eco, zuvor in die Lufthansa Lounge gehen. Und als Senator kann man dann gleich hier in dieser Lounge hier in Hannover links gehen, in die Senator Lounge. Ansonsten mit Business-Gast rechts. Extreme Stoßzeiten hier. Wir kamen an, die ganze Lounge war voll. Wir sind jetzt 10 Minuten hier drin und sie ist schon wieder leer. Ja, es liegt daran, dass gleich, oder ich glaube in 10 Minuten geht ein Flieger nach München von Lufthansa raus. Die Leute waren wahrscheinlich extra für diesen Flieger alle hier drin. Bis der nächste Flieger kommt, dann wird es wieder voll. Meine Damen und Herren, hier ist Mr. Flug LX 815 nach Zürich. Steht jetzt am Ausgang Nummer 6 für Sie zum Einsteigen bereit. Wir haben wieder Glück, wir haben uns den Notausgangsplatz reserviert. Das ging ja, im Vorfeld habe ich Glück gehabt, war frei, aber auf dem nächsten Flug leider nicht, da weiß ich schon, da sitze ich ganz weit hinten. Also wir beide natürlich, nicht nur ich alleine. Genau, will ich hier wohl laufen. Ja, aber Notausgang hat ein wenig mehr Sitzfreiheit, wie man so sehen kann. Also es sind mindestens 10 cm mehr.
gentlemen, welcome aboard. Please store your hand luggage under the seat in front of you whenever possible, as space in baggage racks is limited. For safety reasons, it is not allowed to place any luggage on the seats, near the emergency exits and in bulkhead row. Thank you very much. Ich liebe es übrigens, wenn ich ins Flugzeug komme und der neue Monat hat begonnen und die neuen Magazine sind ausgelegt. Und was sehe ich hier drin? Ganz viele Fotos aus Bangkok und auf vielen Ecken waren wir schon. Da haben dieselben Fotos gemacht. Sehr interessant. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, schaut mal vorbei. Ich habe noch diverse Vlogs, beispielsweise aus Bangkok. Mindestens 3 Stück zur Auswahl, wo wir ganz viel erlebt haben. Ich bin heute Ihr Kapitän auf diesem Flug. Mein Name ist Elias Kohler und zusammen mit meinem Kollegen Tim Kasik und der ganzen charmanten Kabinencrew heiße ich Sie recht herzlich willkommen an Bord. Sie haben es vielleicht selbst bemerkt, die Sicherheitskontrolle ist heute eher etwas träge hier in Hannover und deshalb warten wir noch auf die letzten, trotzdem sehr wichtigen, aber auf die letzten Gäste und danach geht es dann los Richtung Zürich. Ich wünsche Ihnen jetzt schon einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Solange wir nicht den Slot verpassen, so wie vor einiger Zeit mal mit TAP Portugal, die Story habe ich euch ja erzählt, ist alles gut. Die Abboarding ist completed und Dominik rutscht einen rüber. Damit haben wir noch einen Platz frei neben uns. Was für ein Glück. Grüezi miteinander, ich heiße Sie auch im Namen der Kabinenbesatzung herzlich willkommen an Bord zu diesem Swiss und Star Alliance Flug nach Zürich. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade gehört habt, aber wir waren schon im Abflug, wir waren schon bestimmt 50 Meter in der Höhe und da klingelt ein Telefon hinter uns. Das ist ja wohl der Wahnsinn, oder? Was denkt ihr darüber? Absolutes No-Go oder gar nicht mehr so schlimm heutzutage? Es gibt sogar was zu essen bei Swiss. Ein Hörnchen und dazu ein Kaffee oder was auch immer an Softdrinks. Ich nehme Kaffee. So, das war jetzt der erste Flug mit Swiss im A320. Jetzt geht es erstmal Richtung Lounge, wenn wir Glück haben, denn beim letzten Mal war die Lounge in den A-Gates geschlossen wegen Renovierung. Ich glaube, es wird immer noch so sein. Da gab es einen Gutschein, aber wir haben sowieso nicht so viel Zeit. Maximal eine halbe Stunde. Sie können in die Osprey Lounge, wenn Sie möchten. Ist etwa 3-4 Minuten von hier. Alles. Genau, also die wird also immer noch renoviert, die Lounge. Deswegen können wir jetzt in die Aspire Lounge gehen. Das letzte Mal konnten wir uns Gutscheine holen und irgendwo hier essen, aber heute halt diese Lounge. Okay, der Weg war jetzt mal wieder umsonst. Das ist genauso wie beim letzten Mal. Die Lounge, die Aspire Lounge, die Ersatzlounge ist mega voll, also gesperrt für uns jetzt. Wir können damit hier in irgendeinem Restaurant etwas essen und etwas trinken. Gut, für die halbe Stunde völlig in Ordnung. Der Anflug hier auf Zürich war ja mal richtig toll. Ich habe Zürich noch gar nicht richtig in Winterstimmung gesehen mit Schnee und Frost. Alles weiß von oben. Sah toll aus. Jetzt geht es gleich nochmal wieder in die Luft. Vielleicht können wir noch ein paar schneebedeckte Berge sehen mit Edelweiss Air und auch im A320. Ja, also sie ist noch under construction.
Production sieht das noch nicht wirklich fertig aus. Aber eine nette Idee, dort den Fortschritt der Baumaßnahmen in Bildern zu zeigen. Ja, das sieht doch gut aus. Hier ein kleines Getränk zu uns nehmen. Wir haben gerade mal 20 Minuten Zeit, haben ziemlich viel Zeit verloren dafür. Für die Suche nach der Lounge und so weiter. Naja, egal. Schnell ein Getränk und dann geht's los zum Gate. So, jetzt aber schnell. Jetzt haben wir schnell was getrunken. Noch 10 Minuten bis zum Boarding. Aber wir müssen ja bis zu den Ende des Ganges zu den A-Gates laufen. Also A86 ist ein ganzes Stück dorthin. Letzte Woche waren wir noch in Taiwan, in Taipei, und dort war richtige Ordnung angesagt. Da stand man nur rechts und links war immer frei, wirklich immer, an jeder Subway, an jeder Haltestelle, überall. Und hier, du musst mal mit deiner Cap. Der ist zu schwer. Das erste Mal seit langem, dass unser Handgepäck mal wieder gewogen wurde. Okay, weil es wahrscheinlich ein Billigflieger ist oder ein Ferienflieger. Aber er wird jetzt kostenlos eingecheckt. Haben uns wieder mal in die letzte Reihe gesetzt, dadurch, dass wir Goldstatus sind bei SAS und damit ja auch bei der Star Alliance können wir mitunter als die Ersten boarden, und wenn man ganz hinten sitzt, so wie wir, haben wir durch die leere Kabine laufen. Was für Glück. Allerdings hat das auch den Nachteil, dass wir auch als Letztes rauskommen. Aber egal. Na, wie ist es? Naja, es geht schon. Man kann sitzen. Vorhin saßen wir. Notausgang, jetzt schön stocksteif. Genau. Da sieht man schon, der Abstand ist hier etwas geringer. Ja, hat schon einen Unterschied, aber ich finde es vollkommen in Ordnung. Der Style der Kabine, der ist auch ganz angenehm. Die Kabine ist auch etwas neuer schon von Edelweiss hier im A320 mit auch neueren Recaro-Sitzen. Nicht gesehen, ja. Normalerweise setze ich uns immer in die letzte Reihe, aber ich habe jetzt gemerkt, auch gelernt aus dem letzten Flug, letzte Reihe ist meistens so, dass man diese Rückenlehne nicht zurückmachen kann. Deshalb ab jetzt immer die vorletzte Reihe. Und es sieht so aus, als hätten wir schon wieder Glück gehabt. Auf der ganzen Strecke 4,5 Stunden sitzt jetzt niemand neben Dominik. Das heißt, er kann nicht drüber gehen, neben uns oder ja, in der Mitte, bleibt frei. Ist fast schon ein bisschen Business Class-like, genauso wie der Hinflug im Notausgang. Wer braucht dann schon noch ein Business Class? Essen haben wir schon genügend gehabt heute. Alles gut. Und dann werden wir die Triebwerke starten. Wir haben ein ganz kleines technisches Problem. Ein ganz kleines, aber auch nur. Für den Mechaniker ist es ein kleines, aber für uns ist das Triebwerk relativ groß. Ungefähr 30 bis 35 Minuten, bis die Arbeit unseres Mechanikers dann abgeschlossen ist. Ich hoffe, Sie fühlen sich trotzdem bei uns jetzt schon wohl an Bord. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.
Okay, es dauert doch leider etwas länger. Die Arbeiten an dem Flugzeug, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Aber ihr seht, bei Edelweiss wird sich gekümmert. Es gibt einen Keks, und ein Wasser. Ein Biberli ist es übrigens. Das gab es auch bei Edelweiss und A330 von Las Vegas nach Zürich. Biberli. Schmeckt so ein bisschen nach Marzipan. Wenn da Marzipan drin wäre, sieht auch so aus. Dieser Flug wird in Zusammenarbeit mit Swiss durchgeführt. Ja, es geht los, was für Glück, doch nicht so lange, aber es hat 30 bis 35 Minuten gedauert. Da bin ich ja extrem begeistert. Es gab ja allein schon bei Swiss ein kleines Croissant und hier eine vollwertige Mahlzeit. Habe ich absolut überhaupt nicht erwartet. Bei Lufthansa kriegt man nichts, bei British Airways kriegt man nichts. Ich weiß nicht, ob das mit der Flugstrecke zu tun hat, ob man von Zürich eine 4,5 Stunden Strecke was bekommt und auf einer kürzeren nicht. Wenn ihr Erfahrung habt, dann gebt mir einen Kommentar, ob das so ist oder nicht. Auf jeden Fall bin ich extrem begeistert von dem Essen. Also das Essen schmeckt extrem lecker. Vorspeise ist so ein kleiner Epi-Salat mit Möhren und ein bisschen Schinken drin. Hauptspeise ist so ein Rösti mit einer Wurst und einer Bratensoße, einer starken Bratensoße. Auch sehr lecker. Und Dessert ist ein Mousse. Also meckern möchte ich absolut gar nicht. Das Beste finde ich überhaupt, das habe ich schon auf meinem Business-Class-Flug erlebt, das Brot. Das schmeckt extrem lecker. Alkoholische Getränke kosten übrigens extra. Und man bekommt nur nicht alkoholische Getränke, 1 oder 2 Gläser, kostenlos dazu. Bier oder Champagner, Sekt kostet. Das natürlich in Franken, aber man kann auch in Euro bezahlen, habe ich schon gefragt. WLAN, also Wi-Fi gibt es hier zwar nicht an Bord, aber mit der Edelweiss-App, die ich leider vergessen habe runterzuladen, könnte ich jetzt hier auf diesem Flug verschiedene Filme anschauen, also das Entertainment-System von Edelweiss nutzen, habe ich bisher auch noch nicht gehabt und kann auch ohne die App die Musik hören und mir Informationen des Fluges anzeigen lassen. Das finde ich ziemlich innovativ, wie ich finde. Habe ich bis jetzt noch mal keine Airline gehabt, bis auf bei Philippine Airlines. Da gab es ja das iPad statt dem Monitor im Sitz verbaut. War aber eher eine Notlösung. Hier ist es ja Absicht. Ja, Daumen hoch für das. Es ist ja lustig mit den Turbulenzen hier. Es wird schon schnell alles eingepackt. Aber es ist nicht ganz so wirklich lustig, wie es aussieht. Und es wird sogar ein drittes Mal durch die Kabine gegangen mit Getränken. Diesmal dann der Kaffee. Ich muss ein bisschen wach werden, habe ein wenig geschlafen während der Zeit hier.
lieber alleine oder als letztes aus dem Flugzeug zu gehen, wenn die Kabine extrem leer ist. Aber Edelweiss hat mich ein weiteres Mal extrem überzeugt. Das ist hier die Business Class. Ganz schön groß. Fast 10 Reihen. Und sie war ausgebucht. Dankeschön. Tschüss. Ja. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Edelweiss hat mich ein zweites Mal überzeugt. Das schon in der Business Class A330 war es extrem gut, toller Service. Und hier in der Eco war es wieder so. Es gab 3 Mal Gänge zu trinken. Mehrfach, nicht nur 2-mal. 3 Mal. 3 Mal und man konnte Sonderwünsche äußern, dann kam der sogar noch. Also das in der Economy, wow. Ja, jetzt sind wir hier in Las Palmas auf Gran Canaria gelandet. Jetzt müssen wir schnell noch unser Gepäck abholen, denn wir haben mal eins eingecheckt heute. Was für ein Wunder. Aber ich habe schon gesehen, es kam schon raus. Ja, und dann geht es erstmal ein paar Tage hier Sonne genießen. Wollte ich so eine tolle Szene machen, dass ich während mein Koffer auf dem Band ist und ich die Kamera da drauf tue, aber hat jemand fälschlicherweise meinen Koffer schon runtergetan. So Pech, also fehlt die Szene. Aber egal, war einer der ersten. Wir sind jetzt angekommen hier in Las Palmas und es war, wie gesagt, ein richtig toller Flug. Jetzt geht's zum Bus. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen, unser Triple-Port mit Swiss und mit Edelweiss im A320 jeweils. Wenn ja, drückt den Daumen hoch, abonniert den Kanal. Ich bin schon verkleidet und er hat sich schon inkognito gemacht. Ja, wir sehen uns am nächsten Video dann. Ciao. Ciao.